Auf den ersten Blick könnte man Subaru für einen typischen Shonen-Protagonist halten. Ein tapferer Held, der nie aufgibt. Doch gilt das nur aus der Sicht der Zuschauer. In den Augen der Charaktere innerhalb der Geschichte ist Subaru ein unheimliches Monster. Wieso dem so ist, erkläre ich dir jetzt. Zunächst einmal eine kurze Einführung für diejenigen, die noch nicht mit Re:Zero vertraut sind. Subaru Natsuki ist ein junger Mann, der eines Tages ohne ersichtlichen Grund in eine fremde Welt transportiert wird. Eine klassische Isekai-Situation, wie sie in vielen Animes vorkommt. Doch was Re:Zero von anderen Isekais unterscheidet, ist Subarus einzigartige Fähigkeit Return by Death. Immer wenn Subaru stirbt, wird er zu einem festgelegten Punkt in der Vergangenheit zurückgeschickt. Auf diese Weise kann er jede Situation beliebig oft wiederholen, seine Entscheidung anpassen und neue Informationen gewinnen. Und vor allem fehlerhafte Ausgänge gänzlich vermeiden. Das gibt ihm die Macht, das perfekte Ergebnis zu erzielen. Ein Szenario, bei dem alle gerettet werden und die bestmögliche Zukunft für ihn und seine Freunde erreicht wird. Was zunächst recht positiv klingen mag, bis man erkennt, dass Subaru dafür einen Preis bezahlen muss. Was bedeutet es überhaupt, diese Möglichkeit zu besitzen? Für jede Entscheidung die perfekte Wahl zu treffen. In der realen Welt sind wir es gewohnt, Fehler zu machen, daraus zu lernen und weiterzumachen. Egal wie beschwerlich der Weg auch sein mag. Für Subaru hingegen ist jeder noch so kleine Fehler inakzeptabel. Jede falsche Entscheidung, jeder noch so kleine Fehler bedeutet, dass er und seine Freunde leiden oder sogar sterben könnten. Das wiederum hat die Konsequenz zur Folge, dass er immer den perfekten Weg gehen muss. Egal was es ihn kostet an moralischer Überwindung. Erst wenn er dafür jemand anderes darstellen muss, der er gar nicht ist, nur damit das gewünschte Ergebnis erzielt wird. Frei dem Motto, der Zweck heiligt die Mittel. Was passiert mit jemandem, wenn man diese Perfektion immer wieder unter Beweis stellen muss, ohne Spielraum zu scheitern? Wann ist gut noch gut genug? Wenn in einem immer der Hintergedanke steckt, es könnte noch besser laufen. Diese ständige Erwartung, immer perfekt zu sein, beginnt Subaru zu verändern. Er wird zunehmend distanziert, isoliert sich von den anderen, weil er Dinge weiß, die sie nicht wissen, beziehungsweise Dinge, die er gar nicht wissen kann. Er kennt ihre Schwächen, ihre Ängste und ihre Geheimnisse. Nicht, weil er sich diese Informationen verdiente, sondern weil er diese Informationen in anderen Zeitlinien zusammengesammelt hat. Für die anderen Charaktere wirkt Subaru daher manchmal fast übermenschlich. Er weiß, was passieren wird, trifft immer die richtigen Entscheidungen und reagiert scheinbar unfehlbar auf jede noch so unerwartete Situation. Als könnte er nicht nur ihre Gedanken lesen, sondern als wüsste er auch jeden Aspekt ihrer Vergangenheit. Je mehr Subaru seine Fähigkeit nutzt, desto mehr isoliert er sich demnach emotional von den Menschen um ihn herum, die er auf keinen Fall verlieren möchte. Er weiß, dass er allein die Bürde seiner Entscheidung trägt. Seine Freunde und Verbündeten sehen ihn nur als den Subaru, der immer gewinnt, immer eine Lösung parat hat, egal wie aussichtslos die Lage auch erscheinen mag. Sie verstehen nicht, dass dieser perfekte Subaru die Summe unzähliger Tode, Qualen und Verzweiflung ist. In ihren Augen wird er zu einer unheimlichen Figur, jemand, der mehr zu wissen scheint, als er sollte. Er weiß, was passieren wird, er weiß, wie er reagieren muss, und er weiß, wie er das bestmögliche Ergebnis erzielen kann. Doch diese Überlegenheit macht ihn unheimlich. Für die anderen wird er zu einem Monster, weil seine wahre Natur und Tragödie, die er durchlebt, sie nicht verstehen können. Ein Umstand, der ihn regelrecht unnahbar und einsam macht, andere an seinen Schmerz nicht teilhaben lassen zu können. Einerseits ist Subarus Wissen sowohl sein größtes Werkzeug, als auch seine größte Bürde. Jedes Mal, wenn er stirbt, sammelt er Informationen, mehr Erfahrung, aber auch mehr bleibende Traumata. Er trägt das Gewicht all seiner Fehlversuche mit sich, wenngleich sich niemand sonst an diese erinnert. So kann er zumindest die Szenarien seiner sterbenden Freundin nicht mehr vergessen. Mit jedem Tod stirbt auch ein Teil seiner selbst. Diese Diskrepanz zwischen seinem Wissen und der Unwissenheit derjenigen um ihn herum isoliert ihn zunehmend mehr, lässt ihn zuweilen verzweifelt auf scheinbar unausweichliche Ereignisse reagieren, die er vergeblich probiert zu vermeiden. Wenngleich sie den Grund nicht kennen, spüren sie instinktiv, dass etwas nicht stimmt, dass Subaru sich anders verhält, als es normal für ihn wäre. Diese Isolation führt zu einer Kluft zwischen Subaru und den Menschen, die er retten will. Sie verstehen die Gründe seiner Handlung nicht vollständig, doch hat er auch keine Möglichkeiten, ihnen von seinen Fähigkeiten zu erzählen. Ist es ihm doch nicht möglich, diese zu offenbaren, was diese Fähigkeiten mehr zu einem Fluch machen, als zu einem Segen. Ein weiterer Aspekt, der Subaru zu einem Monster für andere macht, ist das moralische Dilemma, das seine Fähigkeit mit sich bringt. Um den perfekten Ausgang zu erzielen, ist Subaru zuweilen dazu gezwungen, Dinge zu tun, die moralisch äußerst fragwürdig sind. Er könnte gezwungen sein, jemanden zu opfern, nur um die Ursache für die Tode herauszufinden und dann im nächsten Versuch das perfekte Ergebnis stattdessen zu erzielen. Zudem ist das perfekte Ergebnis letztendlich nur eines der möglichen Ergebnisse, die nach seinem ganz eigenen Ermessen akzeptabel ist, jedoch objektiv gesehen nicht perfekt für alle sein muss. Man stelle sich vor, man gesteht jemandem die Liebe und probiert es in unzähligen Versuchen immer und immer wieder, bis man die Herzensdame erobert hat. Doch hätte sie es auch gewollt, wenn es doch so viele Versuche brauchte und unter normalen Umständen nicht möglich gewesen wäre. Ein Unbekannter, den er heute für seine Freunde opfert, hätte in der Zukunft sein bester Freund werden können. Doch kommt es aufgrund seiner Entscheidung niemals mehr dazu, sodass er es auch nicht besser weiß. Das Ergebnis steht in der Relation zu Subaru, wie er die Situation in diesem Moment wahrnimmt, basierend auf dem Wissen aller durchquerten Zeitlinien, aber nicht der Zukunft. Ein Bösewicht aus vorherigen
richtigen Leben könnte ihm direkt unsympathisch erscheinen, wenngleich er in dieser Welt noch nichts verbrochen hat. Er bestraft andere für Dinge, die sie niemals taten, zumindest nicht in dieser Welt. All diese Umstände lasten auf ihn, zerren an sein Glück. Subaru erkennt zunehmend selbst, dass er sich langsam aber stetig in ein Monster verwandelt. Und diese Erkenntnis treibt ihn in eine noch tiefere Verzweiflung. Er sieht, wie seine Handlungen die Menschen um ihn herum verändern, wie sie ihn anders wahrnehmen. Nicht mehr als Freund oder Verbündeten, sondern als eine seltsame, unverständliche Präsenz. Jemand, der immer das perfekte Ergebnis erzielt, aber dabei seine eigene Seele verliert. Am Ende bleibt die Frage, ist Subaru wirklich ein Monster? Oder ist er einfach das Resultat einer grausamen, unbarmherzigen Fähigkeit, die ihm auferlegt wurde. Die Wahrheit ist, dass Subaru in den Augen derer, die ihn nicht vollständig verstehen, tatsächlich wie ein Monster erscheinen mag. Seine Handlungen, seine Entscheidungen und seine perfekte Reaktion auf jede Situation sind das Ergebnis unzähliger Tode und Leiden. Ein Preis, den niemand sonst versteht. Subaru Natsuki ist somit kein Monster, weil er eins sein will, sondern weil er eins sein muss, um diejenigen zu retten, die ihm am Herzen liegen. Er ist jemand, der alle anderen glücklich machen kann, nur nicht sich selbst. Und wie siehst du das Ganze? Ist Subaru ein Monster für dich oder einfach nur ein tragischer Held? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Schau ansonsten gerne in diese beiden Videovorschläge rein. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.